Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Ein armer Mann hatte 12 Kinder und musste Tag und Nacht hart arbeiten, um ihnen das Brot zu beschaffen. Als sein 13. Kind geboren wurde, wusste er nicht, was er tun sollte. In seiner Sorge lief er auf die Hauptstraße und beschloss, die erste Person, die er traf, zu fragen, ob sie der Pate des Kindes werden wolle. Die erste Person, die er traf, war Gott, der bereits wusste, was im Herzen des Mannes war. Gott sagte zu ihm: »Armer Mann, es tut mir leid für dich. Ich werde dein Kind bei der Taufe halten und mich um es kümmern und es auf Erden glücklich machen.« Der Mann fragte: »Wer bist du?« »Ich bin Gott.« »Dann möchte ich dich nicht als Paten«, antwortete der Mann. »Du gibst den Reichen und lässt die Armen leiden.« Er sprach so, weil er nicht verstand, wie weise Gott Reichtum und Armut verteilt. So wandte er sich von Gott ab und ging weiter. Dann kam der Teufel zu ihm und sagte: »Wonach suchst du? Wenn du mich zum Paten deines Kindes wählst, werde ich ihm viel Gold und alle Freuden der Welt geben.« Der Mann fragte: »Wer bist du?« »Ich bin der Teufel.« »Dann möchte ich dich nicht als Paten«, sagte der Mann. »Du betrügst die Menschen und führst sie auf den falschen Weg.« Er setzte seinen Weg fort, bis er den Tod traf, der ihm mit schwachen Beinen entgegenkam und sagte: »Nimm mich als deinen Paten.« Der Mann fragte: »Wer bist du?« »Ich bin der Tod, und ich behandle alle gleich.« Da sagte der Mann: »Du bist der Richtige. Du nimmst sowohl Reiche als auch Arme ohne Unterschied. Du sollst der Pate meines Kindes sein.« Der Tod antwortete: »Ich werde dein Kind reich und berühmt machen. Wenn ich bei dir bin, wirst du nichts vermissen.« Der Mann sagte: »Die Taufe ist am nächsten Sonntag. Sei bitte pünktlich dort.« Der Tod kam wie versprochen und stand auf die übliche Weise als Pate da. Als der Junge heranwuchs, kam eines Tages sein Pate zu ihm und sagte, er solle mit ihm gehen. Er nahm ihn in einen Wald und zeigte ihm ein besonderes Kraut, das dort wuchs. Er sagte: »Jetzt wirst du das Geschenk deines Paten erhalten. Ich werde dich zu einem berühmten Arzt machen. Wenn du einen Patienten behandeln gehst, werde ich immer bei dir sein. Wenn ich am Kopf des Kranken stehe, kannst du mit Zuversicht sagen, dass er wieder gesund wird, und wenn du ihm dieses Kraut gibst, wird er geheilt. Aber wenn ich an seinen Füßen stehe, gehört er mir, und du musst sagen, dass keine Medizin ihm helfen kann. Sei vorsichtig, das Kraut nicht gegen meinen Willen zu verwenden, sonst wirst du in Schwierigkeiten geraten.« Es dauerte nicht lange, bis der junge Mann der berühmteste Arzt der Welt wurde. Er konnte einen Patienten anschauen und wusste sofort, in welchem Zustand er sich befand und ob er sich erholen oder sterben würde, sagten die Leute. Von nah und fern suchten die Menschen ihn auf, wenn jemand krank war, und er verdiente so viel Geld, dass er schnell reich wurde. Eines Tages erkrankte der König, und der Arzt wurde gerufen, um zu sehen, ob er sich erholen könne. Als er am Bett des Königs ankam, sah er den Tod an den Füßen des Kranken stehen, und ihm war klar, dass kein Kraut ihn retten konnte. »Wenn ich den Tod nur dieses eine Mal überlisten könnte«, dachte der Arzt. »Er könnte wütend sein, aber da ich sein Patenkind bin, könnte er es mir nachsehen. Ich werde das Risiko eingehen.« So drehte er den Kranken um und stellte seinen Kopf an die Stelle seiner Füße. Dann gab er dem König etwas von dem Kraut, und er erholte sich und wurde wieder gesund. Aber der Tod kam zu dem Arzt, sah sehr wütend aus und drohte ihm: »Du hast mich betrogen. Diesmal werde ich dir verzeihen, weil du mein Patenkind bist. Aber wenn du es noch einmal versuchst, wird es dir das Leben kosten, denn ich werde dich mit mir nehmen.«
Bald darauf fiel die Tochter des Königs sehr krank. Sie war sein einziges Kind, und er weinte Tag und Nacht und verlor sein Augenlicht vor lauter Tränen. Er kündigte an, dass derjenige, der sie rettete, sie heiraten und den Thron erben würde. Als der Arzt am Bett des kranken Mädchens ankam, sah er den Tod an ihren Füßen. Er hätte sich an die Warnung seines Paten erinnern sollen, doch er war so in die Schönheit der Tochter des Königs und den Gedanken, ihr Ehemann zu werden, vertieft, dass er alle Vorsicht ignorierte. Er bemerkte nicht, dass der Tod ihn anstarrte und seine Hand warnend erhob. Er hob das kranke Mädchen hoch und stellte ihren Kopf dorthin, wo zuvor ihre Füße gewesen waren. Dann gab er ihr etwas von dem Kraut, und ihre Wangen wurden rot, und sie kam zurück ins Leben. Als der Tod sah, dass er wieder betrogen worden war, ging er zu dem Arzt und sagte: »Es ist jetzt vorbei für dich«, und packte ihn mit seiner kalten Hand so fest, dass er nicht entkommen konnte. Er nahm ihn hinunter in eine Höhle unter der Erde. Dort sah der Arzt Tausende von Kerzen, die in Reihen brannten, einige große, einige mittelgroße und einige kleine. In jedem Moment erloschen einige, während andere angezündet wurden, und die Flammen tanzten in ständigem Wechsel. »Sieh«, sagte der Tod, »das sind die Lichter der Leben der Menschen. Die Großen gehören den Kindern, die Mittelgroßen den Erwachsenen in der Blüte ihres Lebens und die Kleinen den alten Menschen. Aber selbst Kinder und junge Leute können nur eine kleine Kerze haben. »Zeig mir das Licht meines Lebens«, sagte der Arzt in der Hoffnung, es wäre immer noch hoch. Der Tod deutete auf eine kleine Kerze, die kurz vor dem Erlöschen war, und sagte: »Da ist es.« »Oh, lieber Pate«, sagte der erschreckte Arzt, »zünde mir bitte eine neue an, damit ich mein Leben genießen, der König werden und die schöne Prinzessin heiraten kann.« »Das kann ich nicht«, antwortete der Tod. »Eine muss erlöschen, bevor eine neue angezündet werden kann. Dann lege die alte Kerze auf eine neue, und sie wird weiter brennen, wenn die alte endet«, flehte der Arzt. Der Tod tat so, als würde er seinen Wunsch erfüllen, und nahm eine große neue Kerze, aber aus Trotz machte er einen Fehler beim Anbringen, und die kleine Kerze fiel und erlosch. Sofort fiel der Arzt zu Boden, und nun war er in den Fängen des Todes. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.